Ja, ich habe die Gelegenheit heute, Christina Reinhardt interviewen zu dürfen, Kanzlerin der Ruhr-Universität Bochum, wie allseits bekannt, zu den aktuellen Corona-Regelungen. Genau, und ich habe da ein paar Fragen mitgebracht, nicht nur von mir selbst, sondern auch die mich von KollegInnen erreicht haben. Genau, vielleicht das Naheliegendste am Anfang. Nach den Schließungen ist die RUP jetzt übergegangen zum, wie es sich nennt, Betrieb unter Covid-19-Bedingungen. Und die Richtlinien dafür sind ja unter anderem auch auf der Webseite einsehbar. Also man konnte sich da gut informieren, was jetzt Stand der Dinge ist. Und zusätzlich hat das Rektorat ja auch in einem offenen Brief nochmal informiert und die Prämissen dieser Richtlinien ein bisschen dargelegt. Und jetzt aus Beschäftigtensicht ein Thema, das viele umtreibt, ist diese 50% Anwesenheitsregel. Und da wollte ich einfach mal fragen, was eigentlich die Motivation dafür war, jetzt wieder mindestens zur Hälfte Arbeit vor Ort vorzusehen und welche Effekte Sie sich davon erhoffen. Ja, also mit den 50%, dass wir das so festgelegt haben, es hatte unterschiedliche Gründe. Der eine Grund war, dass wir schon festgestellt haben über diese vielen Monate, wo wir sozusagen bei alle, die konnten, waren im Homeoffice. Es gab ja immer Leute, die konnten nie im Homeoffice arbeiten, ne, im technischen Bereich vor allem, aber wo eben der überwiegende Teil im Homeoffice gearbeitet wurde, dass so der Kontakt in den Teams ein bisschen verloren ging und dass sich das zum Teil auch negativ auf die Arbeit ausgewirkt hat. Und dann haben wir zweitens festgestellt, dass wir eben unheimlich Schwierigkeiten hatten in der Einarbeitung von neuen Kolleginnen und Kollegen, wenn einfach niemand vor Ort ist und einem diese ganzen informelle Begegnungen, ich sag mal in der Kaffeeküche, vor der Toilette, wo man mal eben fragt, sag mal, wie läuft eigentlich das und das? Wenn das wegfällt, das ist echt erstaunlich, wie viel schwerer sich die Leute dann tun, irgendwie hier so reinzukommen in den Laden. So, dann gab es auch Leute, die eben gesagt haben, ihnen fehlt das total. Und sie fangen an zu vereinsamen und sie wollen einfach auch mal wieder mit den Kollegen vor Ort sitzen. Ja, das waren eigentlich so, diese Mischung war das. Und dann haben wir eben überlegt, sollen wir es so machen, wie es an manchen Unis jetzt läuft, dass einfach gesagt wird, der Büroarbeitsplatz ist wieder der Normalarbeitsplatz, ihr seid alle da, Punkt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen schon die Möglichkeit geben, da flexibel je nach Vorortbedingungen damit umzugehen. Und wenn man eben so sagt, 50%, dann müsste das eigentlich möglich sein, dass die Leute sich so organisieren, dass sie eben einerseits sozusagen sicher am Arbeitsplatz sind und auf der anderen Seite man aber wieder ein Stück diese Präsenz ermöglicht. Also ich habe eben nochmal nachgeguckt in den FAQ, die da jetzt gerade online sind für Beschäftigte, und da steht zumindest so erstmal unter dem Stichwort Kommunikation, jede Art von Kommunikation möglichst telefonisch führen, per E-Mail oder per Videokonferenz. Und das ist auch durchaus sowas, wo ich eben, ne, also wo ich dachte, naja, also das klingt eben ganz danach, als ob man eben auch wieder mehr quasi in der persönlichen Begegnung macht. Aber das schien mir so ein bisschen im Widerspruch mit diesen FAQ zu stehen, wie sie jetzt gerade publiziert sind. Und genau, also wo ich da das Gefühl habe, dass also dass da dann eben die Wahrnehmung oder die Lesart dieser Richtlinien gerade auch relativ weit auseinandergeht, dass eben manche sagen, wieso, super, heißt doch erstmal wieder, ne, jetzt so eine Art Normalität, wenn auch ein bisschen vorsichtig, und dann können wir uns ja alle wieder treffen. Und dann gibt es eben andere, die sagen, aber wieso, da steht doch, wir sollen noch möglichst digital kommunizieren, und dass das auch zum Teil so Dynamiken hervorruft, ne, wo manche eben vorpreschen, andere dann eher bremsen, und was je nachdem dann auch zum Beispiel in der Interaktion mit den Vorgesetzten oder auch Kolleginnen auch durchaus Friktionen verursachen kann. Also das ist ja die Schwierigkeit an dieser ganzen Corona-Krise in so einer Organisation wie so einer großen Uni, dass die Leute ja eben unterschiedlich damit umgehen und man auch nicht sagen kann, es gibt da irgendwie richtig falsch, gut, böse, sondern man muss das ja so ein Stück weit akzeptieren, dass die Leute zum Beispiel unterschiedlich ängstlich sind. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn dann so Textexegese betrieben wird im Internet, dass man dann natürlich auch je nachdem, zu welcher Sorte Menschen man gehört, liest man dann vielleicht die Sachen eher, die darauf hindeuten und die darauf hindeuten. Also da muss man super aufpassen, also, dass man eben die Leute für diese unterschiedlichen Haltungen nicht verurteilt.
und trotzdem dafür sorgt, dass wir einigermaßen einheitlich auf dem Campus mit dieser Situation umgehen, ja, und diese Disparität eben auch nicht zu groß wird. Jetzt die letzten Lockerungen, also wenn man so guckt, wann das zeitlich in etwa war, standen vielleicht auch noch so ein bisschen unter dem Eindruck, dass eher die Zahlen nach unten gingen und schon so ein allgemeines Gefühl war so, naja, jetzt irgendwie das Gröbste ja überstanden. Wie sind da oder welche Mechanismen sind da jetzt vorgesehen, auch darauf zu reagieren, wenn jetzt tatsächlich, wie es sich so langsam andeutet, sowas wie eine zweite Welle kommt? Wie möchte man da quasi das nachregeln können? Ja. Also das ist ja nichts, was wir sozusagen ganz individuell an der Ruhr-Universität in so einem Kokon entscheiden, sondern das geschieht ja eben ständig in Abstimmung mit der Politik und den Vorgaben aus dem Wissenschaftsministerium und in Abstimmung mit allen anderen Hochschulen des Landes NRW oder bundesweit, aber wir stimmen uns eben NRW-weit ab. Und erstmal war es so, dass das ist ja bekannt, dass es in NRW ja, sagen wir, politisch dieses Thema Öffnung und Lockerung sehr gewollt war und entsprechend eben auch die Corona-Schutzverordnungen zum Teil im Monatsrhythmus auch eben erneuert wurden und immer mehr ermöglicht wurde. Und wir haben unserem Ministerium, also die Hochschulen in NRW, haben dem Ministerium immer gesagt, bitte versucht klarzumachen, dass eben eine Universität nicht gleichzusetzen ist mit einem Betrieb oder mit einer Schule, sondern dass wir hier eben diese Großveranstaltungssituation haben. Und bitte versucht da eben eine gewisse Stabilität drin zu lassen in den Verfügungen, die die Hochschulen betreffen, damit das mit diesen Lockerungen nicht zu groß wird und das hier nicht mehr kontrollierbar ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut gelungen, weil ja die Regelungen eben für Hochschulen relativ konstant eben jetzt waren, dass man eben auch gesagt hat, Veranstaltungen mit mehr als 50 Leuten hat es, glaube ich, für Hochschulen waren und sind nicht erlaubt. Und wir haben auch in Bezug auf das Wintersemester, hat die LRK, also das ist die Vertretung der Rektoren in NRW, hat eben gegenüber dem Ministerium immer ganz einheitlich gesagt, bitte Stabilität jetzt fürs Wintersemester, weil wir auch das Wintersemester vernünftig planen müssen. Und wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten, wenn wir sozusagen immer neue Vorgaben kriegen und dann eben auf einmal gilt eben statt 50, 150, dann planen wir das und dann wird das wieder zurückgenommen oder muss zurückgenommen werden und dann müssen wir das wieder rückabwickeln. Das ist total kompliziert. Und da haben wir aber eigentlich ganz gut Gehör gefunden und so wie ich jetzt die Entwürfe lese, die jetzt auch für die nächsten überarbeiteten Corona-Schutzverordnungen sind, ist das so, dass wir relativ stabil sind, sodass ich hoffe, dass wir, wenn es dazu kommt, dass diese Öffnungen zurückgenommen werden, dass das eher andere Bereiche betrifft, weil wir an den Hochschulen nie so weit aufgemacht haben. Insgesamt konnte man ja beobachten, nicht nur an der RUP, aber auch an der RUP, dass es so einen Digitalisierungsschub gab durch den ganzen Lockdown. Das hat ja auch erstaunlich gut geklappt eigentlich in vielen Belangen. Aber es zeigt dann doch auch manchmal so ein bisschen Schwächen in der Infrastruktur auf. Und ein Thema, was da jetzt auch zur Sprache kam, ist die WLAN-Verfügbarkeit. Und also nach wie vor gibt es in vielen Büros, aber eben zum Teil auch in Cafeterien und so weiter einfach keinen EduRoam-Zugang. Das ist jetzt auch nicht nur ein Covid-19-Thema, aber gerade eben mit diesem Mischbetrieb, also wenn man zum Teil im Homeoffice arbeitet, dann im Büro und dann eben vielleicht nicht alles immer dann auf seinen Office-Rechner überspielen will, sondern einfach dann sagt, okay, dann nehme ich jetzt halt den Laptop mit ins Büro, ist das natürlich ein kritischer Punkt. Müsste nicht eine flächendeckende WLAN-Versorgung am Campus im Jahr 2020 auch zur Grundausstattung gehören? Und zwar unabhängig von Corona. Eigentlich unabhängig von Corona. Genau, deswegen ist also das Problem ist uns bekannt und alle haben da lang drauf gewartet, nicht weil wir untätig waren, sondern weil wir Pech hatten mit den Ausschreibungen für diese WLAN-Geschichte. Also wir haben schon vor 3 Jahren einen Antrag gestellt beim Land und haben da irgendwie ordentlich Geld dafür gekriegt, um eben genau diesen flächendeckenden WLAN-Ausbau endlich hinzukriegen. Dann sind uns 2 Ausschreibungen geplatzt, dann haben wir gesagt, wir stellen eigene Leute ein, die das machen. Das dauert auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist die Situation ja so, dass wir in den neuen, also schon sanierten Gebäuden wie GD und der I-Reihe
ist sowieso alles tutti flächendeckend, hoffe ich. Also zumindest war das so geplant und ich habe auch nichts anderes gehört. Und in der G-Reihe ist es so, dass da jetzt gebaut wurde und das müsste jetzt eigentlich, so Stand heute, auch flächendeckend jetzt ausgebaut worden sein, das WLAN. Und der WLAN-Ausbau in der N-Reihe ist beauftragt und in dem UV-Gebäude und MA müsste es eigentlich jetzt auch schon sein. Also das ist sozusagen mitten in Arbeit, aber Rohren ist ja immer alles groß, ja, ist ja nicht wie einen kleinen Laden oder zu Hause, sondern alles, was man macht, ist dann immer gleich, ich glaube, wir haben für den WLAN-Ausbau, das hat ein Volumen von 5 Millionen Euro, den jetzt flächendeckend zu machen. Dann kann man sehen, was das für große Aufträge und große Arbeitspakete sind, bis das dann umgesetzt ist. Klar. Aber Ja. ich bin eigentlich jetzt guter Dinge, dass wir in ein paar Monaten jetzt da endlich einen Haken dran machen können und sagen können, klar gehört ja dazu heutzutage flächendeckendes WLAN an der RUP, kein Problem. Ein anderes Thema, aber hat auch mit Infrastruktur zu tun, hat mich auch erreicht. Ich lese vielleicht einfach mal einen kleinen Absatz aus einer E-Mail vor. Eine geeignete Umleitung der Telefonnummer in das Homeoffice ist schwer bzw. gar nicht zu realisieren, wenn man nicht 24/7 erreichbar sein möchte, sondern vielleicht nur zu den Arbeitszeiten. Also gerade eben hier das Thema eben Homeoffice oder Mischbetrieb und die Frage der Telefonanlage, wo eben sowas wie Erreichbarkeit und bin ich auch dann zu Hause eben über meine Büronummer erreichbar. Das war eben auch ein Thema, was aufkam, was ja eben in gewissen Grenzen, also es gibt ja im Prinzip die Möglichkeit, auch eine Rufnummer-Weiterleitung einzurichten, aber eben nicht sehr flexibel, nicht zeitlich abgestimmt. Es scheint auch ein Problem zu sein, wenn man zum Beispiel 2 Halbzeitstellen hat, da einfach hin und her zu switchen. Genau, wäre das nicht auch was, wo sich jetzt zeigt, dass vielleicht eine bisschen modernere Infrastruktur da helfen würde, so einen Mischbetrieb zu bewerkstelligen? Ja, die Frage habe ich, glaube ich, auch gelesen. Die kam ja, also wir haben ja nach der Aufforderung zum Dialog, haben wir ja auch in den sozialen Medien und so allerhand Fragen bekommen, die ich auch echt wichtig fand, weil man nochmal darauf hingewiesen wurde, wo es eigentlich klemmt, ja, und das ist ja ein Beispiel. Das Problem mit dem, dass man, wenn man umleitet, dann 24/7 erreichbar ist, das kann man lösen, das ist aber von der Konfiguration aufwendig. Und dann haben wir, traue ich mich jetzt gar nicht zu sagen, aber wir haben dann im ersten Schritt das in der Verwaltung ermöglicht. Da waren ja wirklich alle im Homeoffice und da wird auch sehr viel angerufen und als der Hackerangriff nach oben drauf kam, waren die ja auch per E-Mail nicht mehr erreichbar und da haben die das dann, die Kollegen von IT-Services, so konfiguriert, dass man eben sagen konnte, nur bis 17 Uhr oder was weiß ich. Und wir haben jetzt nochmal gesprochen, nachdem eben auch diese Anregung kam von einer Kollegin aus einer Fakultät. Und die können das anbieten, dass sie das jetzt auch auf Antrag auch für Leute in den Fakultäten, die zum Beispiel so Doppelarbeitsplätze haben oder so, auch so konfigurieren, dass es zeitlich eingeschränkt ist. Wir haben jetzt wieder, also Luft haben sie nicht bei IT-Services, aber es ist nicht mehr ganz so dramatisch, wie das im Frühjahr war, sodass die gesagt haben, ja, wir ermöglichen das. Ist doch schön, ne? Dann hat das auch was gebracht. Sehr schön. Genau. Das waren, glaube ich, so die Themen, die ich erstmal mitgebracht hatte. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch und die vielen Einblicke. Und genau, irgendwie wird sich das schon zurecht ruckeln. Ja. Genau. Ja, danke für die Gelegenheit, dass ich auch noch mal ein bisschen was erläutern durfte und danke für die vielen guten Anregungen.